Wenn du an Pyramiden denkst, dann denkst du doch als erstes an diese krassen Teile hier, oder? Und wenn du an Pyramiden in Europa denkst, dann denkst du doch zuerst an diese hölzernen Dinge aus dem Erzgebirge, richtig? Wenn ich dir aber jetzt sage, es gibt in Europa Pyramiden, die sind älter und größer als die Pyramiden in Ägypten und Südamerika, dann denkst du doch, ich spinne, oder? Heute bin ich auf der Suche nach etwas Krassem, nach etwas Mystischem, nach etwas schier Unglaublichem. Sowas hast du noch nie gesehen und du hast nicht daran geglaubt, dass es so etwas gibt. Doch zuerst machen wir einen kleinen Abstecher zum größten Indianerhäuptling aller Zeiten. Wer weiß, wer das war? Und danach geht's dann ins Unbekannte. Also dranbleiben, los geht's. Wir nehmen eine Abkürzung durch Kroatien. Ich warte gerade auf Marcel. Marcel und ich haben vor genau 2 Jahren diesen Film hier zusammen gedreht. Und jetzt ist er zufällig in der Nähe. Irgendwo in Kroatien. Ist das nicht verrückt? An eine Sache kann ich mich klar erinnern. Und zwar, ich war 4 Jahre alt und es war im Kindergarten. Da kam ein größerer Junge zu mir und sagte, Winnetou hat Scheiße. Und ich habe das nicht verstanden. Wie kann der sowas sagen? Wie kann der Winnetou, der Held meiner Kindheit, ja, wie kann der diesen Menschen so diffamieren? Was für eine miese Frucht. Der große Häuptling und Old Shatterhand. Große Männer sind das gewesen. Sehr viel unspektakulärer, als man vermutet hätte. So, und hier, schaut es euch an. Hier sind die Gräber von Winnetous Frau und dessen Vater. So, es ist soweit. Ich fahre hier gerade in die bosnische Bergwelt hinein. Dort wartet etwas Unglaubliches auf uns. Schaut euch diesen Mist an. Ja, wir sehen, dass wir nichts sehen. Ich fahre hier tausende Kilometer, um die Sonnenpyramide von Bosnien zu sehen. Und ich stehe im dichter Nebel, ja. Worst Case Szenario. Jetzt sehen wir nichts. So, nun, außerdem ist es bitterkalt. Wir machen jetzt aus der Not eine Tugend und solange hier alles bewölkt ist und die Sonne nicht scheint, dann esse ich halt erstmal was. So kalt ist das, dass das Olivenöl dickflüssig ist. Richtig gut. So, die Sonne scheint. Auf nun zur Sonnenpyramide von Bosnien. Sag mal, Ticho, hörst du mir zu? So, okay, aus. Okay. Okay. Follow the stairs, read the poster, you have all information on the posters. Yeah. And you go only where you have stairs. My suggestion is to go only where you have stairs. Yeah. Up of the escalation. And up of the stairs we have small paths, and these paths go to the top. But it's so steep and dangerous to hike up from this part to the top. If you want to hiking, you of course can. You advise to follow the stairs. Yeah. 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 So. And the posters, of course. Yeah. What? Posters. Ah, the posters. Yeah. Okay. Thank you. Enjoy. Thank you. Also hier kann man ziemlich gut sehen, dass die bosnische Pyramide viel größer ist als die ägyptische Pyramide. Und die ist nicht nur viel größer, die ist auch viel älter. Diese Pyramide soll ungefähr 12.000 Jahre alt sein und diese Pyramide 34.000 Jahre. Hier steht, dass diese Pyramide eine Energiemaschine ist. Natürlich finden wir auch auf diesem ganzen Gelände, es gibt ja mehrere Komplexe, es gibt auch einen Tunnel, da gehen wir auch noch hin. Und da finden wir natürlich auch hier den goldenen Schnitt. Wir finden die Blume des Lebens und wir finden natürlich auch hier ein gleichschenkliges Dreieck. Also hier werden die Seiten, die quasi Fixpunkte, hier die Pyramide, hier eine andere Pyramide und da noch eine Pyramide miteinander verbunden und dann ergibt sich ein gleichschenkliges Dreieck von exakt 2,2 Kilometer pro Seite. Krass, ne? Hier haben sie gebuddelt. Das sieht jetzt aus wie ein normaler Felsen. Allerdings ist es das nicht. Das ist eine Art Kristallbeton. Ich finde allerdings, man hätte diese Sonnenpyramide so bauen können, dass die Sonne hier auf mich scheint, ja, und nicht da hinten irgendwo im Tal. Guck mal. Was da liegt, das ist eine Art archaischer Beton. 34.000 Jahre alt, also irgendwie angemixt. Angeblich älter als die Pyramiden von Gizeh. Und die haben das auch untersuchen lassen. Hier steht, according to the Institute for Materials from France, Czech Republic, Italy, Slovakia. Und die haben alle das Gleiche gesagt. Das ist nicht natürlichen Ursprungs. Den Spuren einer längst untergegangenen Zivilisation mitten in Europa, mitten in Bosnien. Ja. Wer hätte es gedacht? Ne? Ganz zu vergessen, Ägypten hier. Es wird immer verrückter. Ne? Hier steht, Physiker und Ingenieure von Kroatien, Serbien, Finnland, Italien, Deutschland haben hier elektromagnetische Strahlung gemessen. Ultraschallstrahlen mit einem Radius von 4,5 Metern auf der Spitze der Pyramide. Sogar Leute von Deutschland. Also, die Sache ist ja klar jetzt. Ja, da haben Leute was gebastelt und mittendrin, ganz unscheinbar, kaum zu erkennen, ein kleiner Riesenschirmling.
Also ein Mini-Riesenschirmling sozusagen. Das ist so steil. Ich kriege ja fast auf allen Vieren. Aber ein Gedanke. Müsste man nicht, auch wenn das Ding 34.000 Jahre alt ist, müsste man nicht irgendwelche Knochen finden, irgendwelche Artefakte, irgendwelche Werkzeuge, die benutzt haben oder Gefäße, irgendwas. Mein guter Freund sagt da immer, da fängt der Hamster an zu humpeln. Ah, cool. Na, hält die mich? Liane. Aber die hält. Hätte ich das gewusst. Schöner Urlaub. Es hört einfach nicht auf. Hier wurde an alles gedacht. Ja. So. Oh. Ich komme langsam ins Licht. Da ist der Energiepunkt. Da oben. Wow. Oh. Krass. Was ist das? Gehört das dazu oder? So, ich gehe mal ein Stückchen weiter. Jetzt schwitze ich wie ein Iltis hier. Aber wie die alte Melbourne. Und hier das Ding hier umgewänzt. Da, wo Chicho ist, da ist die Spitze der Pyramide. Oh shit. Wow. Ich bin oben. Und da steht eine Fahne. Eine Fahne. Oh, schau mal da. Schau mal da. Nein, krass, ist das krass. Schau dir das an. Okay, wo ist der Lift? Oder auch die Zufahrt? Ja? Wo ist der Parkplatz? So viele Leute habe ich jetzt nicht erwartet hier. Wahrscheinlich hätte ich das hier einfacher haben können. So, jetzt gucke ich mal, ob ich hier was spüre von dieser Energie. Ja, es kribbelt ein bisschen. Ah, schau mal da. Das ist ein Zeichen. Achtung. Da. Da, seht ihr das? Just in dem Moment, wo ich die Augen schließe. Ist das nicht verrückt? War ich das etwa? Kurz zur Klarstellung. Auf der Spitze dieser Pyramide befinden sich diese Mauerreste. Diese Mauerreste gehören nicht zur Pyramide und sind nicht 34.000 Jahre alt. Das sind Überreste, Ruinen einer alten Burg aus dem 12., 13., 14. Jahrhundert. Auch um diese Burg ranken sich viele Legenden, viele Geschichten werden hier erzählt. Es gab eine Besatzungsmacht im 13., 14. Jahrhundert und der Burgherr und die Menschen, die hier lebten, sind durch einen Tunnel, durch einen Geheimtunnel irgendwie entkommen mit einem großen Schatz und also Geschichten über Geschichten. Dieser Ort hat wirklich so viel zu bieten, das kann man sich gar nicht vorstellen. Also ganz, ganz klare Empfehlung, kommt hierher und schaut es euch an. Wer nicht an Energien und Pyramiden glaubt, der hat hier auf jeden Fall eine wunderschöne Aussicht. Also es lohnt sich auf jeden Fall, egal wie du unterwegs bist. Aber hast du gesehen? Augen geschlossen und schon war da eine Reflexion am Himmel. Soll mal einer sagen, da ist nichts los hier. Wo geht's hin, Alter, der Aufstieg auf der Seite hier dauert 5 bis 10 Minuten. Ich gebe mir das mal Lore hier und steige hier 1 Stunde lang an der steilsten Stelle der Pyramide auf. Das war sie also, die berühmte bosnische Sonnenpyramide. Ich werde diese Nacht am Fuße dieser Pyramide gleich da oben irgendwo schlafen und werde sehen, wie sich das anfühlt und wer sich so in meine Träume schleichen wird. Was denkst du? War das meine Pyramide? Wie bist du da gepolt? Könnte das sein, dass mitten in Europa, in Bosnien, eine 34.000 Jahre alte Pyramide steht? Überreste einer längst untergegangenen, unbekannten Zivilisation. Tja, schreib mir in die Kommentare, was du darüber denkst. Bevor ich es vergesse, es gibt 2 Eingänge bei dieser Pyramide. Es gibt einen offiziellen Eingang, da zahlst du 2,50 € ohne Guide oder 10 € mit Guide. Da hast du ganz viele Schilder stehen mit Informationen über diesen ganzen Ort und wie das alles so gekommen ist und recht informativ. Die 2,50 € sind mehr oder weniger eine Spende, eine Donation. Also ich habe es gern gezahlt, um auch diesen Ort so ein bisschen zu unterstützen. Das ist allerdings die Nordseite. Da hast du Treppen, da hast du Infos, hast aber echt einen beschwerlichen Aufstieg nach oben. Das ist mega steil, dauert auch lang. Auf der Südseite kannst du fast ganz ranfahren. Da hast du
da auch Restaurants und Cafés, die sind jetzt geschlossen ab Mitte Oktober. Allerdings kannst du da echt an den Fuß der Pyramide ranfahren und dann ungefähr in 10 Minuten recht unbeschwerlich hochkraxeln. Im Klartext, wer fit ist und Bock auf Infos hat, der nimmt die Nordseite und zahlt 2,50 €. Wer keinen Bock hat auf den Scheiß und faul ist und unfit und was auch immer, einfach nur eine gute Aussicht genießen will, der nimmt die Südseite. Macht, wie er denkt, Hauptsache er macht's, denn das ist echt geil. Und es gibt ja noch viel mehr. Es gibt ja ein mysteriöses Tunnel bzw. ein geheimes Tunnelsystem. Und diese Tunnel sind angeblich mit der Pyramide verbunden. Auch das soll wohl touristisch wenig erschlossen sein. Es soll wohl auch viel zu entdecken geben. Menschen aus aller Welt kommen hierher, um sich heilen zu lassen. Also es soll wohl auch so ein Energieort sein. Was geht ab? Gut, schnacken kann ich da viel. Wir gehen da jetzt rein. Dann. Watch out here. Oh. For the step here, quartz vibrates. It makes electromagnetic field and also frequency of 28 kilohertz. But electromagnetic field doesn't hold on; it spreads. Can't even approach it. But usually we have reaction station route number 2. For now, it's about 20 tons. Okay, also das ist schon echt abgefahren krass. Ja, ich habe gerade eine Tour gemacht. Wenn du reingehst, das erste Mal, musst du eine Tour buchen, damit die dir sagen können, wo du hingehen kannst, was du darfst, was du nicht darfst, was ja eigentlich los ist. Und beim zweiten Mal, also jetzt bin ich allein, ne? Denn wenn ich die Tour abgeschlossen habe, dann kann man hier einfach allein hier rumstromern. Jetzt bin ich ganz allein in diesen Tunneln und einfach gucken, was hier abgeht. Es gibt eine sogenannte Meditationsroute. Ne? Und da gibt es auch Schilder und dann kannst du dich irgendwo hinsetzen und innehalten, meditieren, atmen, was auch immer und versuchen, die Energien zu spüren, die hier fließen. Es gibt eine Wasserader und es gibt auch es gibt kleine Mini-Seen in den Bergen mit kristallklarem Wasser. Es gibt riesige Steine, es gibt Energieorte, es gibt alles Mögliche. Das, was ihr hier seht, das ist alles menschengemacht, damit sich die Leute sicherer fühlen. Ne? Original haben die das natürlich nicht so vorgefunden. Und ja, ich gehe jetzt mal ein bisschen gucken, was hier los ist. Es geht ziemlich weit in den Berg hinein, habe ich mir sagen lassen. Jetzt bin ich hier 250 Meter unter der Erde. Ja, also ziemlich krass, ja, dass die dich auch hier ganz alleine jetzt rumlaufen lassen und dich verlaufen lassen. Ne? So, hier ist der Meditation Chamber. Schau mal, so sieht das aus. Ja, Meditationskammern gibt es denn hier. Und hier gibt es eine Frequenz von 7,3 Hertz, ideal for human, physical, mental and spiritual development. Ja. Gucken wir jetzt mal rein. Ach so, es geht gar nicht so weit, ne? Also das ist einfach nur hier, ja, schon zu Ende. Hier ist schon vorbei. Diese Tunnel sind mit der Pyramide, mit der großen Sonnenpyramide hier verbunden. Allerdings hat man noch nicht ganz den finalen Gang gefunden. Also wie gesagt, man hat hier kleine Seen gefunden, kleine Wasserreservoirs. Und man hat natürlich dieses Wasser untersuchen lassen. Und der berühmte Wasserforscher Masaru Emoto aus Japan höchstpersönlich hat sich hier diese Wassermoleküle, das Wasser angeschaut, hatte Proben gemacht, hat es untersucht und ist zum Schluss gekommen, dass das richtig krasses Wasser ist. Hochenergetisches Wasser. Und hier hat er auch ein Bild davon gemacht. Schaut euch das an. Ja. Genau. Ja, wer es nicht kennt, googelt mal Masaru Emoto aus Japan. Das ist ein Wasserforscher, der seit 30 Jahren Wasser untersucht. Das ist der Typ, der Wasser mit Musik beschallt hat. Klassische Musik, Death Metal. Und dann hat er diese Moleküle untersucht und fotografiert und hat festgestellt, dass die Moleküle je nach Musik jeweils anders sind. Also im Klartext, das Ganze ist ein riesiges Tunnelsystem, kilometerlang und kein Mensch weiß, wer es gebaut hat. Fakt ist, die haben Proben entnommen, haben diese Proben an verschiedene Institute geschickt, weltweit. Proben sagen alle, das ist mindestens 30.000, 35.000 Jahre alt. Alles. Großes Fragezeichen. So ein paar Steine haben auch Runen. Da war irgendwo eine Info eingraviert, dass dieser Stein irgendwas versperrt hat und irgendwas sollte er verschließen. Vor 35.000 Jahren. Kommt auf jeden Fall hierher, solange es noch so offen ist. Ne? Schau mal, die lassen die Leute einfach hier alleine rumlaufen. Irgendwann passieren die ersten Dinge und dann irgendwann werden die das zumachen und nicht mehr so frei öffentlich. Jetzt ist die richtige Zeit. Irgendwann ist hier alles dicht. Auch diese Schumann-Frequenz wurde hier gemessen, explizit von diesen Steinen, von diesen Megalithsteinen. Da geht wohl eine ziemlich krasse Energie aus, weil sie halt auch nicht natürlichen Ursprungs sind, sondern halt hergestellt von Menschen vor 35.000 Jahren und dann dahingelegt. Das sind die Geschichten, die hier verbreitet werden und tja,
Wer weiß. Ich kann nicht das Gegenteil beweisen. Noch was, bringt eine Taschenlampe mit. Es gibt ja Tunnel, wie dieser hier, da kannst du reingehen, da ist aber kein Licht drin und auch nicht abgestützt und gar nichts. Also wenn du einen Forscherdrang hast, ne, wenn du Bock auf Abenteuer hast, bring dir eine Taschenlampe mit. Es gibt hier wirklich Seitentunnel, da ist nichts, da ist auch kein Licht, aber da geht's rein. Hier riecht's auf jeden Fall komisch. Abwechselnd geil, so muffig nach Keller, aber manchmal auch nach Pisse oder nach Alk. Ne? Gerade kamen mir Leute entgegen und ich dachte, ihr habt da gesoffen. Kellermuff, Pisse und Alkohol. Ja. Aber dieser Kellermuff, der ist irgendwie so Patchouli-mäßig, ne? So, schau mal hier, da hat so ein Stein, so ein etwas kleines Exemplar. Achtung. So, Achtung. Nichts passiert. Schau mal hier, da wächst ein Pilz, der ist richtig geil. Kuckuck. Also als Pilzforscher, als Fungiologe oder wie auch immer die heißen, bist du ja bestens aufgehoben. Bizarre Pilze kannst du hier finden, am Holz. Irre. So, das Ding hier wurde angeblich genauso gefunden, wie es hier liegt und ist menschengemacht. Ihr seht ja diesen Riss und es ist ein Mix aus 2 verschiedenen Materialien und wurde so hier hingelegt und angefertigt vor mehr als 30.000 Jahren. Kein Mensch weiß, wer es gemacht hat und was es darstellen soll oder was es für eine Funktion hatte. Schlackerst du mit den Ohren, oder? Schau mal, hier wo ich stehe, hier wo ich parke, hier sind die Tunnel und da drüben. Da ist die Pyramide der Sonne. Gar nicht so weit. Vielleicht sind es 2-3 Kilometer, das kann schon sein. Dann ist es also miteinander verbunden. Wie dem auch sei, krasses Teil. Also wenn ihr Bock auf sowas habt, dann kommt vorbei, macht euch selbst ein Bild. Ich find's abenteuerlich. Ne? Bringt eine Taschenlampe mit, ich sag's euch.